Hallo Leute, da bin ich wieder. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich unsere Niederdruckarmatur am Waschbecken in der Küche austausche. Wie man sehen kann, wackelt alles, die Armatur ist in die Jahre gekommen, ist stark verkalkt und der Mischhebel und die Kartusche innen drin funktionieren auch nicht mehr richtig. Es wird Zeit, eine neue Armatur einzubauen und wie man das macht, zeige ich euch in diesem Video. Wir haben einen Boiler unter dem Waschbecken verbaut, deshalb brauchen wir eine Niederdruckarmatur. Die erkennt man an den 3 Leitungen, die aus der Armatur kommen. Übrigens, wie ich diesen Niederdruck-Kleinspeicher eingebaut habe, verlinke ich euch oben rechts in der Infobox. Bevor wir die Wasserleitungen lösen, muss erst das Eckventil zugeschraubt werden, der Stecker gezogen oder die Sicherung ausgemacht werden. Dann noch den Wasserhahn öffnen, damit der Restdruck raus kann. Jetzt beginne ich mit dem Abschrauben der Flexleitungen. Wir haben am Eckventil einen Verlängerungsschlauch der Wasserzulaufleitung. Deshalb löse ich die Leitung nicht am Eckventil, sondern am Ende der Verlängerung hier. Mit einem Gabelschlüssel und einer Wasserpumpzange sind die 3 Leitungen auch schnell gelöst. Legt euch einen Lappen zur Seite, weil noch Restwasser rauslaufen wird. Jetzt nur noch die Befestigung der Armatur von unten lösen und schon kann die Armatur nach oben abgezogen werden. Oder doch nicht. Wie man sehen kann, passen die 3 Flexschläuche nicht über die Überwurfmutter drüber. Deshalb muss ich zuerst einen der Schläuche von der Armatur abschrauben. Mit der Wasserpumpzange muss ich erst das Gewinderohr abschrauben. Ist das Rohr ab, komme ich an die Verschraubung vom Flexschlauch ran und kann ihn auch ganz einfach lösen. Der abgeschraubte Schlauch rutscht jetzt nach unten durch die Mutter und ich kann jetzt die Armatur herausziehen. Wir haben uns für diese schwarz mattierte Armatur entschieden. Die Armatur haben wir bei Obi gefunden. Sie hat 10 Jahre Garantie. Sieht qualitativ aus und hat uns auf Anhieb sehr gut gefallen. Ich habe eine fast identische auf Amazon gefunden, die werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Die 3 Flexschläuche sind natürlich auch dabei. Bevor ich die Armatur einbaue, drehe ich erst die Gewindeschraube hinein und ziehe sie dann richtig an. Das gleiche mache ich auch mit den Flexschläuchen. Man kann da auch keinen Fehler machen. Die Schläuche sind mit A, B, C markiert und die Armatur ebenso. Erst drehe ich den Kaltschlauch ist mit A markiert hinein und danach den Warmwasser B-Schlauch ebenso. Die Schläuche dürfen nur handfest angezogen werden. Bitte keinen Schraubenschlüssel benutzen. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass noch ein Dichtungsring über die Schläuche gesteckt wird und in die Vertiefung an der Armatur angebracht wird. Die Armatur ist hineingesteckt worden, die Position wird festgelegt und jetzt kann alles von unten festgezogen werden. Die Stabilisierungsplatte wird durchgesteckt, dann kommt die Konterplatte drüber und wird mit der Mutter an dem Gewindestift befestigt. Die Mutter richtig fest anziehen. Und jetzt kann ich auch den letzten Flexschlauch anbringen. Den ebenso reindrehen und nur handfest anziehen. Jetzt können die 3 Schläuche unter dem Waschbecken wieder angeschlossen werden. Ich beginne mit dem Zulaufschlauch C. Der wird wieder fest angezogen. Das gleiche passiert natürlich auch mit dem Schlauch A und Schlauch B. Sollte euch das Video helfen und gefallen, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich ein kostenloses Abo hinterlassen würdet. Danke schon mal im Voraus. Wenn alles angezogen ist, öffne ich das Eckventil und überprüfe, ob auch wirklich alles dicht ist. Bevor ich den Boiler wieder einschalte, muss erst entlüftet werden. Dazu lasse ich erst das Kalt- und dann das Warmwasser laufen, bis die Luft entwischen ist.
Und dann kann auch der Boiler wieder eingeschaltet werden. Ja, ich muss zugeben, meine Frau hatte eine gute Wahl getroffen. Ich hatte zuerst meine Zweifel, aber ich muss sagen, das Schwarz gefällt mir gut. Ja, Freunde, der Wasserhahn ist montiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.